Koreaner werden uns noch zeigen, wo die Ente ihren Schwanz hat. 정사 시작해볼까? 너무 내 손에 준. Ladies first. Ja, also ich hatte ja gedacht, also Agneta hat uns ja ein bisschen vorinformiert, dass es sich um ein Spiel handelt, also dass es mit einem Spiel zusammenhängt, so. Und da habe ich gedacht, dass das so ein bisschen ist wie Tribute von Panem, so ein bisschen aufgebaut. Und mehr konnte ich mir jetzt erstmal gar nicht vorstellen. Ich bin da eigentlich dann recht unerwartet an die Serie rangegangen. Ja, mir ging es eigentlich ähnlich. Also Erwartungen hatte ich gar keine. Ich hatte nur mal auf NTV ist das mal publik gemacht worden, dass es also eine koreanische Serie ist, die wohl international unheimlich einschlägt. 뭐무래? Auch, dass es da um ein Kinderspiel geht, aber dass letzten Endes die Handlung an sich sehr obskur ist, aber doch einige moralische Anschauungen da wieder gespiegelt werden. Das hat mich dann interessiert und Agneta hat mich ja neugierig gemacht und da haben wir halt mal geguckt. Eigentlich haben mich immer total gefesselt diese Spiele. Wenn die diese Spiele machen mussten, also egal, ob das jetzt das Ausstechen von Formeln war oder ob das auf dieser Glaswand, also am schlimmsten fand ich eigentlich dieses mit dieser Glaswand, sage ich jetzt, Glasstrecke, mit dieser Brücke. Am Ende. Weil das wirklich, man war selber so mit dabei und hat gedacht, der nächste Schritt ist, dann stirbt der. Man konnte sich das ja schon so erahnen, ne, wer jetzt wohl ausscheiden wird. Und also das fand ich eigentlich am schlimmsten. Ja, bei mir, also gefesselt hat eigentlich jede Szene, ne? Also jede Serie, sagen wir so. Also selbst dann, als es Rückblicke gab, warum die Einzelnen eigentlich so in diese prekäre Lage gekommen sind, da hat man erstmal zu manchen eine ganz andere Einstellung bekommen, also eine andere Empathie letzten Endes. Da haben wir ja gesagt, okay, die haben ja alle irgendwo eigentlich ein schlimmes Schicksal. Das hat mich schon beeindruckt und ansonsten so die ganze Umsetzung der Kameraführung, ne? Also das hat mich schon gehangen. Also ich kann jetzt nicht mal sagen, ob es jetzt so eine richtige Lieblingsszene gab von mir. Doch eine ist dabei, das ist die Endszene eigentlich, wo sich die beiden Endgegner gegenüberstehen und er sich dann suizidiert. Also das war schon auch cool gemacht. So, also, mein Lieblingscharakter war, und jetzt werden mich alle verteufeln, oh Gott, ich hatte eine Affinität für Frontman. Frontman speaking. Ich weiß nicht warum, ich weiß es nicht. Er ist aufgetaucht mit dieser Maske und diesem schwarzen Mantel und ich habe gedacht, oh Gott. Und das hat mich irgendwie gefesselt, obwohl er ja nichts Gutes war. Aber ja, und dann mein zweiter Liebling war Juno und ich weine jetzt noch, das war ja dann dieses krasse auch, dass das dann noch die Brüder waren. So, also Juno, dem hätte ich gerne gewünscht, dass er bis zum Ende durchhält. Da war ich wirklich ganz traurig. Und dann muss ich sagen, der Hauptdarsteller, der Gi-hun, also muss ich sagen, brillant. Brillanter Schauspieler und so wie man auch gesehen hat, wie der sich so verändert hat im Laufe dieser Szene. Von dem ganz trotteligen, muss man ja so ein bisschen sagen, naiven Loser, ne? Hin zu diesem knallharten Mann am Ende und also Wahnsinn, muss ich sagen. Ja, muss ich auch sagen, war schon tolle Charaktere. Mein Lieblingscharakter war eigentlich die Sebyok. 왼쪽이야. 왼쪽이라고. Schon deswegen erstmal die Idee, sie kommt ja aus Nordkorea und sie hat wirklich alles gegeben oder tut alles dafür, einschließlich halt kriminelle Handlungen, um letzten Endes ihre Familie in irgendeiner Form wieder zusammenzubringen. Also auch dieses Verhältnis zu ihrem kleinen Bruder, das hat mich ja emotional ganz schön angesprochen und dann halt die Art, wie sie praktisch aufgrund dieser Schicksalsschläge eigentlich dann emotional knallhart wurde. Und die hat das so brillant umgesetzt in ihrer Mimik, mal davon abgesehen, so ein hübsches Mädchen. Ne? Aber das hat mich schon fasziniert, also wie sie das gespielt hat und dann das Ende von ihr, also das tat schon ein bisschen weh. Ja. Der andere Darsteller, das ist Nam, der hat mich eigentlich ja fasziniert, weil es war total cool, ne?
dieser alte, scheinbar trottliche Mensch, ne, der eigentlich nichts mehr zu verlieren hatte. Und dann, was am Ende, da letzten Endes rauskam, dass er eigentlich das Leben schon so überdrüssig war, von der Sache her, vom Reichtum her und eine Aussicht, dass er sterben muss, dass er sogar das Risiko einging, das Spiel mitzumachen. Sicherlich mit einen Fangnetzen, die man eingebaut hat, die man aber nicht gesehen hat. Ja? Weil er durfte ja irgendwo nicht sterben. Ne? Das hat mich auch fasziniert. Alles gut gemacht. Muss ich jetzt ehrlich sagen, ich hatte am Anfang, als die Serie losging und das erste Spiel stattfand und die dort so wahllos erschossen wurden, da habe ich mal ganz kurz so den Moment gehabt, oh Gott, nee, das kann jetzt nicht wahr sein, wie kann man denn sowas filmen? Aber ja, weil da war ich erstmal so ein bisschen negativ gestimmt und habe so gedacht, oh nee, also guckst du jetzt weiter oder hörst du auf? Aber ich muss sagen, im Laufe, man war ja dann gespannt, wie es weiterging und hat halt weiter geguckt, muss man wirklich sagen, es war gut umgesetzt, weil es hat ja wirklich den tiefen Abgrund der Menschlichkeit gezeigt. Also so muss ich sagen, gab es nur diesen einen Moment, wo ich mal so kurz ein bisschen negativ gestimmt war. Ansonsten für mich jetzt nichts. Aber es ist ja keine Kritik. Das ist ja eigentlich nur eine Stimmung. Man wurde eingestimmt. Ja. Also ich muss auch sagen, also Kritik fällt mir jetzt auf Anhieb nichts ein. Aber ansonsten muss ich sagen, also ein Top-Film und selbst dieses Einstimmen, diese obskure Idee, das war eigentlich nichts anderes, als dass man irgendwo ein Spiel im Auge gehalten hat. Ne? Ja, wir haben es ja eigentlich schon so angedeutet, ne? Also total gelungen, spannend. Wie du auch gerade sagtest, es wird einem der Spiegel vorgehalten. Also wie weit geht man für das gewisse hier, ne? Und ich habe mir dann oft auch die Frage, oder wir haben uns dann auch so ein bisschen unterhalten, würdest du das machen, würdest du da mitmachen, wenn du jetzt verschuldet wärst oder wenn du jetzt eben in so einer Lage wärst? Man kann sich jetzt nicht so richtig reindenken, weil man nicht in dieser Lage ist, aber ja, also es hat viele Fragen auch aufgeworfen und man hat selber so mal in sich gedacht, gerade auch diese Szene mit den beiden ehemals besten Freunden. Ja. Geht man dann so weit, dass man seinen besten Freund umbringt oder seinen Bruder? Ne? Also ja, man hat eigentlich so ein bisschen das Tier im Menschen mal wieder ein bisschen charakterisiert, ne? Wo man wirklich dann eigentlich in der Endkonsequenz, also sagen, das schlimmste und bösartigste Raubtier ist eigentlich der Mensch. Ne? Und für das Überleben, sage ich mal, ich meine, es ist ja evolutionsbedingt, ne? Für das Überleben, ne? In irgendeiner Form, das heißt nur materiell oder mit Essen und Trinken, tut man ab einem bestimmten Punkt alles und dann tötet man auch. Ja. Das mag jetzt erstmal, wenn man die Serie betrachtet, erstmal völlig überzogen erscheinen, wenn man die Serie sieht, weil es ist ja wirklich überspitzt gemacht worden. Ne? Es gibt ja auch Musikgruppen, die sowas überspitzt machen und den Spiegel vor der Gesellschaft halten. Und das hat man aber ganz brillant umgesetzt, weil dieses Überspitzte hat einem ja auch zum Nachdenken gebracht. Ne? Und wirklich diese menschlichen Abgründe gezeigt, die es ja leider Gottes immer wieder gab und wieder gibt, aber in einer anderen Form. Aber genauso brutal, genauso unmenschlich, genauso abscheulich. ansehen. Wirklich. Und ja, ansonsten Fazit, rundum gelungen, sehenswert, nachdenklich, emotional, alles dabei, was eine super Serie ausmacht. Und Hut ab vor den koreanischen Produzenten, Mega und Schauspielern. Kann mich nur anschließen der ganzen Sache. Also ich will, dass es weitergeht. Ne? Und konzeptionell einwandfrei umgesetzt. Das ist was ganz anderes. Man hat ja immer so ein bisschen die Vorbehalte gehabt, ja, koreanisch und oder japanisch und so. Und man ist ja so ein bisschen Bollywood und Hollywood verwöhnt. Ja, Hollywood verwöhnt und Marvel und dieses und jenes. Ja, ganz anderes Konzept, inhaltlich klasse umgesetzt. Also wirklich mal was ganz anderes. Und ich glaube, also die Koreaner werden uns noch zeigen, wo die Ente ihren Schwanz hat. Ja. Punktzahl? 10. Von 10. Ja, eine 10 plus. 12 von 10.